Ja Leute, und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Ja, wieder auf dem Beifahrersitz in einem sehr, sehr schönen Auto. Die Laura fährt gerade. Guten Morgen. Hi. Und wie ihr schon gesehen habt, wir sind mit zwei Autos unterwegs. Ist das nicht geil? Verzeiht mir, meine Brille beschlägt schon wieder. Da müsst ihr euch noch ein bisschen dran gewöhnen, das noch aushalten. Ja Laura, wir haben heute zwei Carrera S. Ja, wieder zwei richtig coole Fahrzeuge, beides Carrera S. Was super spannend ist, das sind einfach zwei verschiedene Grundcharaktere, die beiden Autos. Weil der blaue Carrera S, der ist in Enzian Blau, hat alles in Chrom im Kontrast. Meine Favorite Farbe für wirklich mein Favorite Blauton zurzeit. Richtig cool, ja. Und dann unser gelber Carrera S. Und der hat wieder alles mit am Start, hat wieder alles schwarz im Kontrast. Und ja, ich denke, die können wir heute einfach mal super gut vergleichen. Also das Fahrzeug hatte einen Listenneupreis, hier der Carrera S, von 174.000 Euro knapp. Das ist echt eine Menge Holz. Und ja, dementsprechend haben wir ein sehr, sehr hochwertiges Fahrzeug dabei. Und ich sehe auch schon, wir haben ein Alcantara-Lenkrad, wobei beim 992 heißt das ja Racetex, richtig? Ja, richtig. Ja. Auch das Gelb in den Instrumenten, auf der Sport-Chrono-Uhr. Ja, haben wir noch nicht sowas gehabt, ne? Nee, noch nicht, aber dafür heute. Ja, wir werden jetzt uns mal den Weg bahnen in den Odenwald, weil wir haben ein unglaublich schönes Wetter heute. Wir haben irre krasses Glück. Es sind kaum Wolken am Himmel und das werden wieder richtig schöne Aufnahmen. Da lacht sie, die Laura. Ja, im Odenwald, im Sportmodus unterwegs zu sein, hat was, oder? Macht schon Spaß. Ja, schon krass, die Autos sind so witzig. Aber ich sag ja immer, hier auf der Landstraße reicht mir der Kleine. Aber du magst es eigentlich immer schneller, ne? Bisschen mehr geht immer. Ja, die Laura mag gerne sehr, sehr schnelle Autos. Ja, und jetzt sitzen wir hier im Blauen, während der Björn vor uns mit dem Gelben fährt. Der ja von der Ausstattung her ein bisschen anders, ein bisschen weniger, kann man ja so sagen. Aber ein ganz anderer Charakter, ne? Sehr elegant. Ja, definitiv. Also allein die Farbe Enzian Blau Metallic und dann innen einfach alles ruhig gehalten. Ja, mal nicht die gelben Leisten, mal nicht die gelben Gurte. Gibt einen ganz anderen Charakter, einen ganz anderen Charme im Innenraum. Und ja, ist einfach ein bisschen gediegener, aber auch super sportlich immer noch. Und das Fahrzeug hat keine 10 mm Tieferlegung. Laura, was hältst du von der 10 mm Tieferlegung? Also ich finde die ja nicht so doll. Ja, also grundsätzlich für jeden, der wirklich sehr, sehr gerne sportlich fährt, ist das eine tolle Sache. Im Alltag oder wenn wir jetzt hier auf die Strecken im Odenwald fahren, merkt man natürlich alles, ja. Da ist es auch mal ganz angenehm ohne. Aber sagen, mit der 10 mm Tieferlegung, das sieht halt einfach krass aus, ne? Wenn das Auto so tief da steht, wenn man auf das Auto zugeht, ja. Das ist halt echt ein Riesenunterschied. Ja, also Sport-Chrono ist immer toll, optional. Ja. Und da ist auch wieder die Frage, wie setze ich das Fahrzeug ein? Ja, fahre ich ihn eher komfortabel und vielleicht sogar im Alltag oder fahre ich damit einfach nur mal an einem schönen Sonntag bei gutem Wetter und mag da einfach richtig Spaß mit haben. Und ja, ich hoffe, Laura hatte auch ihren Spaß heute, mal nicht hinterm Schreibtisch zu sitzen, sondern mal hinterm Lenkrad. Ja, ist auf jeden Fall was anderes. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir fahren sie jetzt zurück zum Bauschutzentrum. Die hat natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu arbeiten, als hier solche Videos zu drehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch die beiden mal im Detail und noch mal ein paar schöne
Ja, Fahraufnahmen, mich interessiert vor allem, wie der Unterschied ist, Sport Chrono und kein Sport Chrono. Ja Leute, das erste Mal mit 2 Autos hier unterwegs, der Björn und ich. Das ist schon wirklich was richtig Cooles. Der Björn macht jetzt hier gerade wieder seine schönen Bilder. Und Björn, welcher funktioniert besser vor der Kamera? Gelb oder blau? Na, gelb natürlich. Gelb Was natürlich. denn sonst? Gute Ausstattung, alles was du da brauchst. Sieht schon stark aus, das Teil, ne? Mega. Auch innen mit den gelben Sachen. Sowas Schon stark speziell, ist. aber gut. Oh, gut. Ich glaube mal, das ist kein Massenprodukt, oder? Nö, auf keinen Fall. Aber macht trotzdem mega viel Spaß. Ja. Und das soll er ja. Aber 2 Autos gleichzeitig zu schießen, ist schon ein bisschen eine Herausforderung, ne? Ja, aber es sieht gut aus, wenn einer vor dir herfährt. Wenn du den immer im Blick hast, dann ist schon gut. Ja, das stimmt. Das ist echt was, wenn wir ein Auto drehen, das ist halt schon richtig geil, ne? Also logisch, Porsche fahren bringt Spaß, ne? Das ist Ja, vollkommen immer. logisch. Egal welches Modell. Ist einfach so. Aber man sitzt halt drinne und man freut sich dann, wenn man sich mal in der Spiegelung sieht. Aber ja, hier sieht man halt die ganze Zeit und auf den gelben zu gucken ist halt schon echt was Krasses. Ja. Der ist schon Auch auf echt dem stark. Blauen, wenn du hinterher fährst, schon Ja. gut. Er ist halt nur nicht ganz so auffällig, ne? Nö. Ja, vor allem in der Kombo nicht. Ja, also der blaue verschwindet natürlich hinter dem gelben. Aber gut, was wir jetzt mal machen, wir suchen uns jetzt mal ein schönes Stück Landstraße und dann gucken wir mal, wie ja, Sport Chrono und nicht Sport Chrono miteinander performen, Tieferlegung, nicht Tieferlegung gegeneinander performen. Bin ich mal ganz gespannt. Ja, wir fangen an mit dem blauen, der natürlich performance-technisch wesentlich weniger Ausstattung hat, aber trotzdem. Sportmodus macht die Abgasanlage auf, manuell. Ja, ist halt trotzdem ein unglaublich schnelles Auto. Ich glaube, das ist jedem klar. Ja, wir haben kein Sport-Chrono-Paket. Wir haben keine 10 mm Tieferlegung, keine Hinterachslenkung und auch keine Keramikbremsanlage. Ist das alles schlimm? Nein. Macht das einen Unterschied? Natürlich. Ja, und der ist auch spürbar. Das zeige ich euch gleich im Gelben. Aber dafür muss man schon wirklich krass fahren, was hier auf der Landstraße wirklich nur schwer zu zeigen ist. Das ist einfach ein krasses Auto, ein Porsche. Ja. Wenn ihr den richtig fahren wollt, müsst ihr halt auf die Rennstrecke. Wie der geht, der ist, das ist so krass. Ich traue mir hier wirklich kaum Vollgas zu geben. Ja, ein Elber 40 halt einfach genial und er sieht halt einfach so gut aus, der 992. Ich finde, das ist so ein schickes Auto und Gentian Blau ist halt einfach genau meine Farbe. Ja, ich finde es mit Abstand der beste Blauton, den Porsche seit sehr langer Zeit im Katalog hatte. Klar, es gibt auch noch schöne Blautöne in Paint to Sample, aber normale Blautöne, wow, ist wirklich geil. Ja, und damit willkommen im Gelben, der doch ein anderes Auto ist, finde ich. Man sucht hier den Sportknopf. Ja, was mache ich eigentlich? Wir haben hier das Sport-Chrono-Paket, Sportmodus, gar kein Problem, manuell,
Keramikbremsanlage das erste Mal. Und die ist halt sofort da. Ganz anders vom Gefühl her als die normale. Und die Hinterachslenkung ist so krass. Wenn man in der Kurve ist und dann nochmal reinlenkt, ist es unglaublich, wie viel besser sich das anfühlt. Das hätte ich nicht erwartet. Wenn man das wirklich mal testet, die beiden Fahrzeuge hat, ich weiß nicht, es fühlt sich halt einfach wesentlich direkter an als der andere. Das ist wirklich krass. Das hätte ich nicht erwartet. Und die Bremse, das ist krass. Also bei der Stahlbremsanlage ist es so, man muss schon ein bisschen heftiger drücken, um dieselbe Bremsleistung zu kriegen. Die ist halt sofort da, hat aber natürlich auch den Vorteil, bei der Stahlbremsanlage ist das alles ein bisschen schöner zu modellieren. Bei der hier ist halt direkt, ne, Anker geworfen. Ah, das ist krass. Die Hinterachslenkung. Das ist so krass, das hätte ich nicht erwartet. Klar, der Targa 4S hatte auch die Hinterachslenkung. Ja? Aber wenn man das wirklich mal testet, vom einen Fahrzeug ins andere springt, es fühlt sich ganz anders an. Alter, das ist ja krass. Das hat sich echt mal gelohnt, 2 Autos rauszuholen. 2 992 Carrera S. Der eine hier wirklich komplett voll. Wir haben auch Surround View und allem drum und dran. Das zeige ich euch gleich nochmal in Ruhe, die Optik von dem Fahrzeug. Aber performance-technisch ist das ja irre. Wow. Das hätte ich nicht erwartet, dass der so sich anders fährt. Aber der blaue sieht auch so schön aus, wenn ich den hier vor mir sehe. Wow. Oh, das ist genau meine Farbe. Sportmodus wieder an, Klappe auf. Alter, das Einlenken in der Kurve ist so viel besser als bei dem anderen. Aber braucht man das wirklich in einer normalen Carrera? Beim GTS, glaube ich, wird es Pflicht, die Hinterachslenkung zu nehmen, Leute. Also wenn GTS sich später holt, wenn die da mal draußen sind, ohne Hinterachslenkung, denke nicht, dass das der Standard sein wird. Dass das so einen Unterschied macht, das hätte ich nicht erwartet. Genial. Genial. Ja, und nachdem wir den Performance-Unterschied hoffentlich gut vermitteln konnten, der gelbe, es ist halt noch mal ein bisschen krasser als hier der blaue. Aber ja, auch optisch sind die unterschiedlich, denn hier ist natürlich ganz offensichtlich, wir haben das Sport-Design-Paket und hier haben wir kein Sport-Design-Paket. Das heißt, hier die Lüftungsdüsen, die sind aktiv, die verschließen sich, die hier sind immer offen. Wir haben natürlich ein ganz anderes Design in der Front. Hier unten auch noch alles gelb lackiert, während das da unten dann schon schwarz ist. Und das Fahrzeug hat auch den Radarabstandshalter, der ist da unten in der Mitte, das Radar. Das Fahrzeug hat entsprechend nichts. Ja, Lichter haben wir auch hier, Matrix LED mit PDS Plus. Hier haben wir die ganz normalen Standards LEDs. Ja, die Matrix sehen halt ein bisschen cooler aus, oder? Was meint ihr? Ja, Räder haben wir bei beiden Fahrzeugen dieselben. Hier haben wir die Carrera S-Räder in schwarz lackiert, während wir sie hier ganz normal in Silber haben. Ja, und Bremsanlage, ich habe schon erwähnt, bei dem Einfahrtfahrzeug sieht man es, da ist die Keramikbremsanlage installiert. Schön sauber, glänzend. Und hier natürlich die Stahlbremsanlage. Beide mit 6 Kolben. Die Keramikbremsanlage ist, glaube ich, aber ein bisschen größer. Ja, performance-technisch, ob das richtig einen Unterschied macht, das mag ich zu bezweifeln. Aber die Keramikbremsanlage ist definitiv direkt stärker am Bremsen als die Stahlbremsanlage, was auch nicht nur Vorteile hat, aber es fühlt sich doch noch eine Menge sportlicher an. Ja, sonst Fahrzeuge auch noch ein bisschen unterschiedlich. Wir haben auf dem Fahrzeug ein Schiebedach, das lässt sich voll öffnen. Und hier haben wir das Panorama-Glas-Schiebedach.
Das macht nochmal ein bisschen mehr her. Hinten beide Fahrzeuge auch Standard, kein Sportdesign-Paket. Das heißt, beide Nummernschilder sind unten. Beim Sportdesign-Paket wäre das ja da oben drin und dann wird es noch da so ein bisschen gelbliches was geben. Beide Sportabgasanlage, hier die Endrohre in schwarz, hier die Endrohre in silber. Da haben wir den Porsche-Schriftzug auch in silber. Die Modellbezeichnung haben wir auch in silber. Bei dem haben wir den Porsche-Schriftzug in schwarz und gar keine Modellbezeichnung. Und das Fahrzeug hat auch noch die Privacy-Verglasung im Gegensatz zu dem Fahrzeug. Ich persönlich finde es gar nicht so geil mit der Privacy-Verglasung. Klar, es sieht eine Menge cooler aus und man ist natürlich wesentlich abgeschirmter. Beim Fahren finde ich aber, ist mir der Rückspiegel immer ein bisschen zu dunkel. Das heißt natürlich, dass mir die Tönung von dem Glas ein bisschen zu dunkel ist. Weiß nicht, könnt ja ihr mal verraten, was ihr besser findet. Gerade beim Targa 4S war mir das sehr dunkel. Da hatte ich immer gedacht, mein Spiegel wäre im Nachtfahrmodus. Interieur bei den beiden Fahrzeugen ist natürlich genauso unterschiedlich wie das Exterieur. Hier haben wir einfach schwarzes Glattleder mit den 4-Wege-Sitzen, die 4-Wege elektrischen. Wir haben kein Memory-Paket, das Lenkrad. Das müssen wir manuell verstellen. Hier unten mit dem Hebel können wir das losmachen und dann können wir uns das einstellen, wie man das hat. Wir haben den normalen Tempomat, kein Radarabstandshalter. Ja, und sonst ist ja auch das alles ein bisschen schlichter und einfacher gehalten. Und natürlich auch die ganzen Spielereien wie Sport Chrono und so weiter haben wir auch nicht. Hier haben wir die schöne dunkle Aluminium-Zierleiste. Die finde ich tatsächlich richtig schick. Ich mag die sehr. Ja, sonst alles Standard. Wir haben auch kein Bose Soundsystem oder so. Lenkrad haben wir auch das normale Lenkrad. Und beim normalen Lenkrad habe ich gemerkt, wenn man davor sitzt, diese beiden Anzeigen sieht man dann tatsächlich relativ gut. Ich kann das jetzt natürlich nicht perfekt hier im Video zeigen. Während beim GT Sportlenkrad, die ja weiter rausgucken, da verdecken die diese beiden Anzeigen. Dann das zeige ich euch jetzt mal gleich. Also hüpfen wir mal rüber in den gelben. Krasser Unterschied, oder? Mit den ganzen gelben Zierelementen. Alles Porsche Exclusive Option. Ja, war richtig teuer das Fahrzeug. 175.000 Euro Listenpreis. Hier haben wir den Radarabstandshalter und wir haben auch 18 Wegesitze hier in diesem Fahrzeug. Sonst auch wieder schwarzes Glattleder. Wobei wir haben das Racetex Lenkrad, also das Alcantara Lenkrad. 18 Wegesitze kommen natürlich auch wieder mit Memory-Paket. Hier auch nur für die Fahrerseite. Und da haben wir auch das Bose Soundsystem. Hier unten, auch wenn sie jetzt sehr schmutzig geworden sind, haben wir auch die beleuchteten Aluminium-Türeinlässe mit dem 911 Carrera S Schriftzug drauf. Die machen, finde ich, richtig was her, sehen schick aus. Wir haben auch die Porsche-Wappen in den Kopfstützen und wir haben, was sehr kontrovers ist, gelbe Anschnallgurte. Also was meint ihr? Ich würde sagen, die hätte man schwarz lassen können, aber dieses Fahrzeug spaltet bestimmt eure Meinung. Dann hier, was ich meinte, beim GT Sportlenkrad, diese Polster, die gucken weiter raus. Und auch wenn man das jetzt hier auf dem Video gerade ganz gut erkennt, ihr müsst euch das so ein bisschen weiter zurück vorstellen, die verdecken dann tatsächlich diese Bildschirme. Und ich bevorzuge deswegen auch das andere Lenkrad und ich mag auch nicht so diese dicken Lenkräder. Aber gut, ne? Die Möglichkeit muss man haben. Es gibt bestimmt viele Menschen, die auch eine andere Meinung haben als ich. Dann der Drehzahlmesser hat einen gelben Kreis drin und auch die Sport Chrono Uhr hat den gelben Kreis drin. Das sind wirklich zwei Optionen. Ich finde, das ist so schön gelöst beim 992. Hat es schon mal im Targa 4S gesagt. Das ist einfach so genial. Die anderen gelben Zierelemente, da lasse ich euch eure Meinung drüber bilden. Ich bin natürlich jetzt nicht so der Fan davon. Ich finde hier drüben der blaue, der macht eine Menge mehr her. Das ist mehr meine Farbe. Ja, also wer dynamischen 11er ohne die Performance-Option noch nicht ausgereizt hat, wie zum Beispiel ich, für den wird dieses Fahrzeug mehr als ausreichend sein. Es ist brutal, wo da die Grenzen liegen. Ich habe sie auf einer Landstraße im Straßenverkehr nicht spüren können, die Grenzen. Ja, der andere natürlich mit Hinterachslenkung und so weiter, das ist halt einfach brutal. Der Preis ist auch unheimlich brutal. Sport Chrono würde ich eigentlich schon immer empfehlen, wobei jetzt im 992 das PDK auch ohne Sport Chrono schaltet extrem schnell. Sport Plus Modus hat man natürlich nicht, das heißt keine Launch Control. Im Normalgebrauch jetzt aber auch nicht so wild. Naja, ich hoffe, euch hat auf alle Fälle hier das Video gefallen. Mal die beiden Fahrzeuge back-to-back zu fahren, war auf alle Fälle eine super Erfahrung. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Ich hoffe, ich war für euch mal interessant, das zu sehen. Wenn das der Fall war, dann lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da. Ganz lieben Dank wieder ans Porsche Zentrum Mannheim, dass sie uns diesmal 2 Fahrzeuge gegeben haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Allah, ciao!